Wonderwall von Oasis herauskam, hatte gerade erst meine Gitarrenlehrerlaufbahn begonnen. Und kurz darauf kam auch schon ein Gitarrenschüler mit der entsprechenden Musikkassette und wollte genau dieses Lied von mir lernen. Ich habe mir damals dann von dieser Kassette so gut es ging herausgehört und dachte noch so, ja, das reicht erstmal, kannst ja später nochmal genauer reinhören. Aber es kam, wie es manchmal ebenso kommt. Der Schüler war begeistert und ich spiele Wonderwall heute, beinahe 30 Jahre später, immer noch genau so, wie ich es damals rausgehört habe. Live, also vor Publikum, habe ich das auch immer genauso gespielt. Vielen weiteren Schülern so beigebracht und heute bist du dran. Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Zuerst ein paar grundlegende Sachen. Im Grunde brauchst du für Wonderwall ein E-Moll, G-Dur, D-Dur, A-Dur und ein C-Dur. Bei denen aber der dritte Bund der hellen E-Seite und der dritte Bund der B-Seite mitgegriffen wird. Und zwar immer. Daraus ergeben sich dann die Akkorde E-Moll 7, G-Dur, das heißt immer noch G-Dur dann, D Sus 4, A7 Sus 4 und ein C-Ad 9. Einmal der Akkordwechsel, wie er im Intro und auch der Strophe vorkommt. E-Moll, G-Dur, D Sus 4 und A7 Sus 4. Und mit genau diesem Akkordwechsel lernen wir auch gleich den Anschlag, mit dem viele noch am ehesten Probleme haben. Wie so oft habe ich aus einem 16-Rhythmus einen Achtelrhythmus gemacht. Einfach der Übersichtlichkeit wegen. So haben wir dann auch nur einen Akkord pro Takt und hier jeweils einen Anschlag dazu. Und zwar im ersten Takt hier das E-Moll 7. 1, 2, 3, 4 und. Die 2 ist dabei ein unbetonter Abschlag. Im zweiten Takt dann das G-Dur. Und 2, 3, 4 und. Auch hier ist die 2 unbetont. Der dritte Takt dann D Sus 4. 1 und 2, 3, 4 und. Die 2 wieder unbetont. Und der vierte Takt A7 Sus 4. Und 3 und 4 und. Mal die ersten beiden Takte zusammen. Und die Takte 3 und 4 zusammen. Und jetzt alle 4 Takte. Dieser Begleitrhythmus geht über 4 Takte, das hast du ja inzwischen gemerkt. Und er bleibt dir durch den kompletten Song erhalten. Also fast. 1, 2 kleine Ausnahmen haben wir. Aber ansonsten läuft er durch, egal welcher Akkord gerade dran ist. Beispiel, in der ersten Strophe haben wir dann die letzten 4 Takte mit C-Ad 9, D Sus 4 und 2 Takte A7 Sus 4, den allergleichen Anschlag. Zuerst C-Ad 9. D Sus 4 und 2 Takte A7 Sus 4.
gehe die einzelnen Songteile mal durch. Wenn du das Original mit Oasis mitspielen möchtest, dann klemme dir einen Capodaster in den zweiten Bund. Ich mache das hier nicht, weil ich selbst spiele Wonderwall nie mit Capodaster, einfach weil ich das dann besser singen kann. Kann bei dir aber ganz anders sein, entscheide das selbst. Zuerst das Intro. Du weißt ja, E-Moll 7, G-Dur, D-Sus4 und A7 Sus4. Das spielst du dann 2 oder 4 Mal, wie du willst, und dann geht es in die Strophe. Gleiche Akkordfolge wie im Intro, 3 Mal hintereinander. Beim 4. Mal dann C-Hat9, D-Sus4 und 2 Takte A7 Sus4. Zweite Strophe auch wieder die Intro-Akkordfolge E-Moll 7, G-Dur, D-Sus4 und A7 Sus4. Diesmal 4 Mal hintereinander, da kommt nichts anderes am Ende. Danach haben wir eine Bridge, oder nenn es von mir aus auch Pre-Refrain, egal, mit der Akkordfolge C-Hat9, D-Sus4 und 2 Takte E-Moll 7. Dann nochmal ein Takt C-Hat9 und ein Takt D-Sus4. Und danach mal was anderes, nämlich ein Takt G-Dur und D-Sus4 mit Fis im Bass. Ja, die 2 Finger, Ringfinger, kleiner Finger bleiben hier drauf, auf der B- und auf der hellen E-Seite im 3. Bund. Mit dem Mittelfinger greifst du dann den 2. Bund der G-Seite und mit dem Zeigefinger den Basston Fis, 2. Bund, tiefe A-Seite. Und dann noch ein Takt E-Moll 7. Und diese beiden Takte, die schlagen wir dann auch etwas anders an. Bei G-Dur 1, 2 und beim D 3, 4 und beim E-Moll 7 1, 2 und 3 und 4 und. Diese beiden Takte im Zusammenhang. Und die letzten 4 Takte mal im Zusammenhang. Und danach ist die Bridge noch nicht zu Ende, denn es kommen noch 4 Takte A7 Sus4. Wieder gespielt mit dem 4-taktigen Begleitrhythmus. Einmal die Bridge komplett.
Was uns jetzt noch fehlt, das ist der Refrain. 4-mal die Akkordfolge C-Art9, E-Moll 7, G-Dur und wieder E-Moll 7. Wie gesagt, 4-mal hintereinander. Allerdings endet der Refrain mit einem E-Moll 7 Aufschlag auf die Zählzeit 4 und im dritten Takt, also in dem G-Takt. Ich mach's mal vor. Erster Takt, C-Art9, wie gewohnt. Zweiter Takt, E-Moll 7, wie gewohnt. Dritter Takt, G-Dur zuerst auch wie immer mit 1 und 2, 3, 4 und auf die Zählzeit 4 und dann das E-Moll 7 mit einem Aufschlag spielen und klingen lassen. So, noch eine Sache. Nach dem Refrain ist sowas wie eine Pause, bevor es dann in die nächste Strophe geht. Diese Pause geht so, wie ich hier zähle. Das habe ich ja am Anfang des Videos, habe ich was dazu gesagt, 3 Takte lang. Im vierten Takt spielst du dann ein A7 Sus 4. Und zwar vom Anschlag her genauso, wie du den vierten Takt des Anschlags immer spielst. Danach gesagt Strophe 3, gespielt wie Strophe 2, die Bridge und nochmal Refrain, 2-mal hintereinander und noch das Outro, das genauso gespielt wird wie der Refrain. Nur die Sache mit dem E-Moll 7 am Ende des ersten Refrains lässt du bei den ganzen Wiederholungen natürlich weg und spielst immer nur C-Art9, E-Moll 7, G-Dur und E-Moll 7 mit deinem inzwischen hoffentlich verinnerlichten 4-Takte-Rhythmus. So viel von mir zu Wonderwall von Oasis. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.